Ihr nutzt ihn also, um euer Expertenwissen über die Situation und Problemlage eurer Kunden an endlos viele Prospects zu distributieren, ohne jemals mit diesen sprechen zu müssen. Ja, ihr sprecht also über eure Story als Unternehmer, über Case Studies und über konkrete Lösungsansätze und könnt dann damit gleichzeitig ein enormes Vertrauen aufbauen mit Leuten, die ihr nie persönlich kennengelernt habt und mit Leuten, die vorher auch noch nie von euch gehört haben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Comex.io. Ich bin Levin aus dem Customer Success Team und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es im Video um den sogenannten Video Sales Letter. Eine Methode, die wir seit 4 Jahren einsetzen und die essentiell für uns war, um in dieser Zeit komplett bootstrapped, das heißt ohne Investoren, von 0 auf mehr als 300 B2B-Kunden zu wachsen. Wenn ihr heute bis zum Ende dran bleibt, dann zeige ich euch genau 3 Dinge. Nämlich einmal, wie genau ihr dieses spezifische Format im B2B mit komplexen Produkten einsetzen könnt, um euch komplett von der Competition abzuheben und als Thought Leader in eurem Space zu etablieren. Erstens. Zweitens, um die Conversion in eurem Funnel zu erhöhen. Das heißt, wie ihr einen VSL auf eurer Landingpage, in euren Ads und beim Outbound Prospecting einsetzen könnt, um mehr Meetings mit relevanten Prospects zu buchen, die euch auch schon vertrauen und die auch das Problem haben, das ihr löst. Ja, und drittens, wie ihr damit im Resultat dann auch euren Sales Cycle von Monaten auf wenige Wochen verkürzen könnt. With that being said, lasst uns einsteigen und zwar mit etwas Kontext und einer Definition des Konzepts in sich. Ja, also ein Video Sales Letter, ich nenne jetzt im weiteren Verlauf auch ein VSL, ist ein pre-recorded Pitch eures Produktes oder Services, der euch hilft, Vertrauen und Credibility, das nennen wir auch Status Delta, mit eurer Zielgruppe aufzubauen. Historisch fußt der VSL auf den gleichen Prinzipien wie ein normaler Sales Letter. Ja, das ist ein Konzept, das initial in den 70er und 80er Jahren in den USA etabliert wurde und sehr erfolgreich genutzt wurde damals, um Frauen Haushaltsprodukte wie Waschmaschinen oder Mikrowellen zu verkaufen. Ja, damals handelt es sich aber natürlich noch um richtige Briefe, die an Hausfrauen geschickt wurden. Heute werden die gleichen psychologischen Prinzipien von etlichen Marketeers in Unternehmen wie HubSpot, Salesforce und vielen anderen eingesetzt, um komplexe B2B-Lösungen zu vertreiben. Ein VSL hat jetzt das Ziel, die Aufmerksamkeit, das heißt die Curiosity und die Resonanz eurer Prospects zu erzeugen bzw. zu capturen. Und dann das Engagement, also den nächsten Schritt in Form eines Meetings oder Opt-ins zum Beispiel zu provozieren. Ganz wichtig, ihr sprecht im VSL nicht im Detail über eure Lösung, sondern ihr fokussiert euch auf eure Zielgruppe und deren Probleme. Ja, ihr nutzt ihn also, um euer Expertenwissen über die Situation und Problemlage eurer Kunden an endlos viele Prospects zu distributieren, ohne jemals mit diesen sprechen zu müssen. Ja, ihr sprecht also über eure Story als Unternehmer, über Case Studies und über konkrete Lösungsansätze und könnt dann damit gleichzeitig ein enormes Vertrauen aufbauen mit Leuten, die ihr nie persönlich kennengelernt habt und mit Leuten, die vorher auch noch nie von euch gehört haben. Ja. Ein VSL kann jetzt von der Länge her 3 Minuten bis zu 3 Stunden lang sein. Das hängt ganz davon ab, wie sinnvoll ihr die Zeit füllen könnt und wie wohl ihr euch dabei fühlt. Ja. Unser VSL bei Comex, den verlinken wir auch einmal unten, der wurde mit der Zeit immer länger und geht inzwischen fast 2 Stunden. Ja. Denkt dabei unbedingt an die 7-Stunden-Regel, länger ist fast immer besser. Für alle, die sie noch nicht kennen, die 7-Stunden-Regel besagt, dass es on average 7 Stunden dauert, um einen eiskalten Prospect, der noch nie von euch gehört hat, zu einem Kunden zu konvertieren. Ja, die 7-Stunden-Regel ist also ein zentrales Konzept im B2B-Vertrieb und auch enorm wichtig beim Aufsetzen einer Landingpage. Wenn ihr hierzu mehr Details und einen Step-by-Step-Guide sehen wollt, wie ihr eure Landingpage nach Conversion optimiert und gleichzeitig den ROI für alle eure Online-Ads sicherstellt, dann schaut euch gerne mein letztes Video zu dem Thema an. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Alright, also zurück zum Thema. Die 7-Stunden-Regel. Jetzt ist es ja so, dass in den meisten mittelständischen B2B-Unternehmen diese 7 Stunden, also dieser Zeitraum, in Gesprächen und anderen manuellen Touchpoints im Sales-Prozess stattfinden. Ja, also in Cold Calls zum Beispiel, in Live-Webinaren, in Discovery Calls, in Demos, E-Mail-Follow-ups, Follow-up-Calls und so weiter. Und das ist auch einer der Hauptgründe für den oftmals exorbitant langen Sales-Cycle, den viele unserer Kunden haben von 6 bis 12 Monaten oder noch länger. Euer VSL erlaubt euch jetzt, bis zu 3 Stunden davon pro Kunde vorwegzunehmen, für jeden einzelnen Deal. Einen Gedanken haben jetzt bestimmt einige von euch. Meine Zielgruppe sind C-Level-Verantwortliche und andere Executives, das ist ja bei Comex auch nicht anders. Als ob sich diese Leute jetzt jemals 1 bis 2 Stunden Zeit nehmen würden, um ein Video anzusehen von jemandem, den sie nicht kennen. Ja, und die Antwort auf die Frage ist ganz einfach: Wenn ihr Message Market Fit habt, dann tun sie das auch.
Ja, Message Market Fit bedeutet, dass ihr mit der richtigen Person zur richtigen Zeit spricht und dass ihr auch ein echtes Problem für diese Menschen anspricht, das die gerade wirklich beschäftigt. Dann nehmen Sie sich nämlich hierfür die Zeit, genauso wie Sie sich auch die Zeit nehmen würden für ein Sales-Gespräch mit euch. Ja, so habt ihr bislang ja auch eure Produkte vertrieben. Wenn ihr jetzt mal aus erster Hand von einem unserer Kunden hören wollt, wie powerful so ein VSL sein kann, dann schaut euch am besten die neueste Comex Case Study mit Jan, dem CSO von Actum Digital an. Ja, bei Minute 3, glaube ich, ist das, erklärt er, was der VSL für einen Impact für ihn hat im Sales-Prozess. Ich habe euch das Video einmal hier verlinkt. Und neben der 7-Stunden-Regel hat der VSL aber auch direkten positiven Einfluss auf den Verlauf eurer Demos. Ja, wenn ihr jetzt nämlich schon im VSL Status Delta und Social Proof etabliert habt, durch starke Delivery, durch starke Case Studies, dann startet jedes Gespräch auf Basis der Annahme, dass man euch vertrauen kann und dass ihr wirklich auch das Problem auf die Art und Weise löst, wie ihr es sagt. Ihr werdet feststellen, dass es kaum noch Agitation oder genervte Prospects in Demos geben wird und dass der Frame innerhalb dieser Gespräche immer hoch kollaborativ sein wird. Die Menschen haben schon im Vorfeld entschieden, dass sie euch gut finden und jetzt geht es eigentlich nur noch daran, sie für ihren spezifischen Use Case abzuholen und zu überzeugen und Fragen zu beantworten, sowie natürlich ökonomische Hürden zu überwinden. Über diesen Prozess können dann sogar sehr junge und unerfahrene Sales-Mitarbeiter, die selbst noch nicht viel eigenes Status-Delta erzeugen können, Deals im fünfstelligen oder noch höheren Bereich in kürzester Zeit abschließen. Vor allem bei komplexen Strukturen mit mehreren Buying Centers und verschiedenen Stakeholdern hilft der VSL, alle Entscheider und Influencer an Bord zu holen, ohne dass ihr mit diesen nochmals sprechen müsst. Nicht zuletzt könnt ihr den VSL dann auch nutzen, um eure Sales-Mannschaft zu trainieren, da er ja die wichtigsten Aspekte eures Pitches hervorhebt und damit die perfekte Grundlage für ein Training eurer Salesmenschen ist. Und zum Abschluss noch das Beste, hier ein paar Statistiken. Bis 2022 wird 82% des Contents, der im Internet konsumiert wird, im Format Video stattfinden. Das inkludiert den gesamten Content, der im B2B-Bereich konsumiert wird. Das ist 15 Mal mehr als in 2017. Und trotz dieses massiven Growths im Bereich Video macht es im Dachmarkt so gut wie niemand richtig gut. Es gab also nie eine bessere Zeit, um einen VSL aufzusetzen und euch wirklich von der Competition abzuheben. So, wenn ihr jetzt bis zum Ende dran geblieben seid, das Ganze spannend findet, euch aber natürlich fragt, hey, wie soll ich denn genau vorgehen? Was würde ich denn genau machen beim Aufsetzen eines VSLs? Das heißt, was sind denn genau die Inhalte, die rein müssen? Welche Reihenfolge ist die richtige? Welches Equipment brauche ich? Und wie soll ich beim Recording am besten vorgehen? Welche Fehler sollte ich am besten vermeiden am Anfang? Und was muss ich eigentlich machen, um den VSL dann auch hocheffizient und mit der besten Conversion in meinem Funnel zu implementieren? Dann bucht euch am besten jetzt ein Gespräch bei einem unserer Growth Consultants. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Die holen euch einmal dazu ab. Und wenn ihr bei uns ins Programm reinkommt, dann setzen wir das Ganze von A bis Z mit euch auf. Sag mal, Andreas, was ist das jetzt? Ja, das war's. Beziehungsweise noch eine Sache, das Auto fehlt. Ah ja, okay. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal und drück die Glocke, sodass du kein Video mehr in der Zukunft verpasst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann sende uns die direkt in einen Kommentar unter diesem Video. Hast du das, Marc? Ja. Okay. Cool. Mikro hast du noch.